Hala Madrid, Freunde. Ja, wir kommen zurück zur Spielanalyse gegen Real Sociedad. Das ist mein neues Format. Das werde ich jetzt immer machen. Einen Tag danach oder 2 Tage danach auf jeden Fall die Spielanalyse. Und ja, gestern 4-1 gewonnen. Und ich wusste, dass es nicht ein sehr schönes Spiel wird. Ich habe einen Livestream gemacht, über 2 Stunden. Erstmal danke dafür, das war sehr cool. Also das werde ich jetzt öfters machen oder meistens, wenn ich das schaffe natürlich. Sehr nice und ja, war cool die ganze Zeit. Aber wir kommen jetzt zur Spielanalyse. Vieles habe ich im Kopf. Ich werde mal nebenbei natürlich reingucken bei mir. Ich werde das auch einblenden. Wir sind aktuell Erster, aber dazu später, weil Barca hat ja noch nicht gespielt. Und jetzt zum Spiel. Es war, wie soll ich sagen, wir machen erstmal das Positive. Also Arda Güler durfte gestern durchspielen tatsächlich. Ja, er durfte durchspielen, aber er war sehr unauffällig und durfte durchspielen. Valverde war top gestern und wurde ausgewechselt. Jetzt könnte man sagen, natürlich, wir haben Champions League vor den Kopf, oder wie man das so sagt, vor der Tür, und dann müssen die geschont werden. Klar, Mbappé hat gestern gar nicht gespielt, war weiter auf der Bank die ganze Zeit. Dani Carvajal kam rein, das muss auch erwähnt werden. Dann Rüdiger mit einer sehr widerlichen Szene. Meines Erachtens war das gegenüber den Trainer widerlich, finde ich. Habt ihr gesehen, wo er ausgewechselt worden ist? Hat er rübergeguckt und hat auf Fußboden gespuckt. Jetzt könnte man sagen, das war einfach nur so. Nein, glaube ich nicht. Das war auf jeden Fall, weil er ausgewechselt worden. Ich sag euch eins. Ich mache das selten, aber irgendwie Rüdiger wird Zeit, dass er geht. Das ist einfach nur noch widerlich. Sein ganzes Benehmen ist widerlich. Das ist so einer, als wenn man irgendwo auf der Straße rumbolzt und einen auf was weiß ich wer macht im Moment. Das ist nicht gut. Hausen, für mich absolut ein Fehleinkauf bis jetzt immer noch, auch wenn er die Club-WM vielleicht ein bisschen gut gespielt hat. Das war gestern wieder nicht gut, auch zum Gegentor und so weiter und so fort. Er ist einfach nicht, keine Ahnung. In Livestream wurde gesagt, ich kriege das glaube ich nicht mehr wieder, hat einer geschrieben, er ist wie ein kleiner Junge und so. Das ist, man merkt das. Irgendwie, ich weiß nicht, warum wir den gekauft haben. Carreras war auch top, den hat gestern gar keiner erwähnt. Vini wurde MVP, kann man machen, da hat man gemerkt, ja, hat zum Essen eingeladen. Das war schon top. Aber Arda Güler, muss ich noch mal kurz zurückkommen, war leider bis neben sich. Angeblich, das Gerücht ging rum, dass er mit Fieber gespielt hat. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil erstmal wäre das lebensgefährlich, weil wenn er eine Entzündung oder Viren etc., man kann ihn dann nicht spielen lassen, weil es auch für den Herzmuskel und so weiter überhaupt nicht gut ist. Ich glaube auch nur, dass das wieder irgendwo in den Raum gesetzt worden ist, dass das auch nicht wirklich wahr ist. Aber nur mal nebenbei, auch das könnte ich mir aktuell trotzdem bei Real Madrid vorstellen. Du musst spielen trotzdem, die Spritzen wir fit und so weiter und so fort. Das gab's ja alles schon. Aber wir hoffen nicht, weil dann geht das nämlich nach hinten. Und dann könnte man sich allerdings auch fragen, warum unsere Spieler verheizt werden und kaputt sind. So, das muss mal auch erwähnt werden. Garcia, gestern war auch top. Ja, insgesamt, gleich um das vorwegzunehmen, würde ich in unserer Mannschaft insgesamt, das muss man mal gucken, wurde hier ein bisschen zu hoch gehypt. Ich würde unserer Mannschaft auf jeden Fall eine 6,9 in 7.0 geben. Ja, weil sie eben, wie soll ich sagen, ich fand, es war sehr vieles runtergedüdelt. Man wusste Anfang nicht, wie man überhaupt agieren sollte. Real Sociedad hatte am Anfang erstmal das Spiel in die Hand genommen, zu Hause. Wir haben 53% Ballbesitz über das ganze Spiel gehabt. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man zu Hause spielt. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich werde euch das ja einblenden immer. Wir hatten gesamt 11 Gesamtschüsse und davon 5 aufs Tor. Ich weiß nicht, ob die Elfmeter mitgezählt werden. Gut, kann man sagen, das war top, weil 4 waren drin, einer nicht. Zielgenaue Pässe 533, ja. Real Sociedad übrigens 488. Die waren gestern nicht schlecht. Aber ich hatte das ja auch schon im Vorweg gesagt, dass sie eine gute Phase hatten. Das ist ein 4-1. Gut, wie wäre es ausgegangen, hätten wir nicht die Elfmeter bekommen. Zu denen kommen wir übrigens auch noch. Garcia hat ein Tor gemacht, Vini 2 und Valverde. Ich muss zu Valverde nochmal kommen. Ich fand das nice, finde das gut, dass Trent zurück ist und nach der Verletzung so gut war. Richtig gut. Die Pässe waren schon krank, finde ich, ne? Und Valverde konnte dementsprechend endlich hinten rechter Verteidiger weggehen und endlich war er wieder auffällig. Ich habe ja immer gesagt, er war zwar gut, aber immer unauffällig und ein Valverde darf nicht unauffällig sein. Und gestern hat man es wieder gesehen,
Das war schon richtig gut. Und ja, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich hätte mir nach den Essen mir aber ein bisschen mehr gewünscht, ein bisschen, weil es war schon trotzdem stäubig, ein bisschen zäh. Und jetzt kommen wir mal zu den Elfmetern. Ja, man konnte sie geben. Ich habe an den Schiri nichts auszusetzen, ehrlich gesagt. Nichts, das war in Ordnung gestern. War gut. Also kann ich nicht. Und er hatte auch gleich wenig, er hat gar nicht viel gezögert. Er hat tatsächlich, und da habe ich gedacht, oh, da muss ja was dran sein. Und ehrlich, der erste, ja. Beim zweiten Elfmeter muss ich sagen, war wenig schon wieder ein Abheben vorher ein bisschen. Klar sucht man das in Strafraum, aber ich glaube, dieses Thema möchte ich auch noch mal irgendwann in ein Video thematisieren, weil die Elfmeter beim Fußball oder in Europa, nicht bei uns, nur allgemein, das ist ein Witz manchmal. Also dann frage ich mich, wofür braucht man eigentlich einen Abwehrspieler? Da kann man auch ohne Abwehrspieler spielen, weil wenn die nichts machen dürfen, das hat ja in England ja ein bisschen anders gehandhabt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel darf man da auch den Torwart in Raum angreifen. Das darfst du ja überall nicht, ne? Außer, glaube ich, nur in England. So, und ja, und Rüdiger, er wird, ja, wenn er uns verlässt, ich werde so ein Video mal über ihn machen. Aber das war gestern so einfach wieder widerlich. Ich fand das nicht gut. Ja, und unser Trainer hat Adegüler gestern durchspielen lassen. Ja, aber nochmal, er war gestern ein bisschen unauffällig und für mich auch diesmal vielleicht nicht so gut. Vielleicht war er tatsächlich angeschlagen, aber nochmal, ich hoffe, dass man sowas nicht macht und ihn verheizt. Aber es ist schon merkwürdig, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, er lässt ihn durchspielen, wenn er nicht gut spielt. Wenn er gut spielt, nimmt er ihn runter. Gestern Valverde spielt gut, wird er runtergenommen. Nochmal klar, wir haben Champions League Spiel. Und aber trotzdem, ich meine, das war jetzt gestern, also Valverde war jetzt nicht gestern so gefährdet und man hätte ihn auch durchspielen lassen können. Ich betone das, können. Und es ist trotzdem auffällig, ja. Aber so ist das. Ja, es gibt eigentlich gar nicht sonst weiter viel zu sagen. Ich habe ja gesagt, einzelne Spieler bin ich durchgegangen. Gestern, wie gesagt, war es ja ein unspektakuläres Spiel im Endeffekt. Und ja, Thibaut Courtois könnte ich natürlich noch erwähnen. Ja, hatte nicht viel zu tun, aber die zwei, die er gehalten hat, waren natürlich top, wo er mal kurz was zu tun hatte. Konnte man, denke ich, sagen, top. Ja, und es ist alles in grün, außer Winnie in blau, natürlich mit Bestbewertung. Und hinten Hausen und Rüdiger einfach nicht gut. In Hausen hätte ich sogar mit 6,9, den hätte ich noch weiter runtergestuft. Das war einfach ein Rüdiger, lassen wir einfach mal stehen. Ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen, was Rüdiger angeht. So, Dani Carvajal kam dann ins Spiel. Das hat mich gefreut. Ich glaube, das hat gefrustet, damit wo er sich so ein bisschen gesagt, ich will jetzt endlich mal spielen. Ne, eine Legende bei uns muss man auch spielen lassen. Finde ich sehr, sehr nice. David Alaba ist gestern auch reingekommen. Ja, da kann ich nicht so viel sagen. War eigentlich nur noch da, der Rest. Ceballos habe ich mir schon fast gedacht, dass er eingewechselt wird. Frage ich mich auch immer manchmal, ja, okay. Diaz und ja, alles andere. Ja, das war auch alles nachher nur noch Nebensache, außer dass Dani Carvajal wieder reingekommen ist, fand ich cool. Ich hoffe, dass das denn jetzt so bleibt. Aber dann könnte wieder ein Problem mit Trent kommen, weil Trent war gestern wirklich top. Und wenn er das so weiterführt, stabil. So, Tabelle. Wir sind Erster. Schaut euch das an. Barca spielt allerdings erst gegen den 14., glaube ich. Aber wir sind Erster. Und das meine ich. Guck mal, Alonso hat doch gar nicht, es ist Jammern auf hohem Niveau. Es ist eigentlich nur die Spielqualität und diese Egos der Spieler. Wir sind Erster, 19 Siege von 24 Spielen, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Tore, okay, da habe ich ein bisschen was zu meckern. 53-19, also ganz ehrlich, 53 Tore. Wir machen zu wenig Tore. Wir machen einfach zu wenig aus den Chancen. Das ist einfach dieses Reintragen ins Tor. Das muss sich ändern. Das muss sich einfach ändern. Aber da hat Barca immer mehr. Ja, Barca ist Zweiter, Atletico ist Dritter, nur noch 5 Punkte von Barca entfernt, falls das so bleibt, falls sie verlieren sollten. Sonst sind es natürlich 7. Villarreal, Real Betis, Espanyol und Celta Vigo bis 7 reicht. Der Rest ist dann erstmal unwichtig. Atletico Club, Sevilla 11 und 12. Oh. Ja. Und Real Sociedad ist hier Achter, ja, durch die Niederlage. Und wir haben, das ist der 5. Sieg hintereinander. Ich kann nur 5 sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch mehr sind. Also ganz ehrlich, das ist wirklich nur, wir machen mal zu, weil es gibt nicht mehr so viel zu sagen, außer mein Schlusswort ist, die spielerische Leistung, die muss verbessert werden. Es muss flüssiger sein, es muss besser sein, mehr Ballbesitz und einfach die Egos müssen sich ändern und alle müssen zusammenhalten.
dann ist doch alles top und dann sind wir auch unschlagbar, auch in der Champions League. So, das alles andere ist Jammern auf hohem Niveau oder Meckern auf hohem Niveau, whatever. Ne? Also das ist meine Meinung und dementsprechend können wir eigentlich die Spielanalyse so stehen lassen, weil es gab nicht mehr außer dieses so ein bisschen widerliche, wenn es denn den Trainer gewidmet war von Rüdiger und Hausen war nicht gut. Mal wieder nicht. Ja, könnt ihr ja mal unterschreiben, was ihr von, macht ihr auch mal eine Spielanalyse oder was sagt ihr dazu? Arda Güler leider ein bisschen unauffällig, war gestern nicht so sein Spiel, meine Meinung. Vielleicht habt ihr es auch anders gesehen und dementsprechend sage ich mal Hala Madrid und dann sehen wir uns ja natürlich bald, wie immer, fast jeden Tag wieder. Also reinhauen, Freunde.